Hallo Freunde, wie viele Menschen arbeite auch ich. Ich gebe zu, meine Arbeit ist nicht besonders angesehen, aber sie hält mich gut beschäftigt und damit kann ich die Rechnungen bezahlen. Es ist schön, dass ich für meine Arbeit bezahlt werde und ehrlich gesagt ist die Bezahlung nicht schlecht. Sie ist sogar ziemlich anständig. Und das lässt mich manchmal fragen, kann ich das wirklich Arbeit nennen? Ich meine, es mag nicht glamourös sein, aber es ist auch keine Knochenarbeit. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich richtig ist, es so zu nennen. Vielleicht liegt es einfach daran, wie es klingt, oder vielleicht hat es etwas mit seiner Herkunftsgeschichte zu tun. Eigentlich, jetzt bin ich ein bisschen neugierig, also schauen wir mal in mein etymologisches Wörterbuch. Moment, ich schau nach. Ja, wie ich vermutet habe. Das Wort Arbeit klingt nicht nur nach harter Arbeit, es bedeutete früher genau das und es hat sogar seine Wurzeln in der Sklaverei und Leibeigenschaft. Vielleicht nicht im Deutschen, aber in anderen Sprachen. Über das Mittelhochdeutsche stammt das moderne Wort vom althochdeutschen Arbeit ab. Es bedeutete mehr oder weniger das gleiche wie heute, allerdings mit einer stärkeren Betonung auf Mühe und Anstrengung. Und das althochdeutsche Arbeit stammt vom urwestgermanischen Arbeiter und dem urgermanischen Arbeiters ab. Und von hier können wir die sozusagen ärmliche Herkunft des Wortes besser erkennen. Außerdem sehen wir, dass es mit Erbe verbunden ist. Und das ergibt Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Denn natürlich geben Eltern, wenn sie sterben, die Früchte ihrer Arbeit an ihre Kinder weiter. Aber wenn wir noch weiter zurückgehen, bis zum Ur- und Europäischen, dann sehen wir die bescheidenen Ursprünge des Wortes. Durch die Wurzel Orbos sehen wir die Verbindung zwischen Arbeit und seinen slawischen Verwandten, insbesondere Rab, was auf Russisch Sklave bedeutet, und dem Substantiv Rabota, das größtenteils dasselbe wie Arbeit bedeutet und harte Arbeit bezeichnet, wie auch die vielen anderen verwandten Wörter in anderen slawischen Sprachen, zum Beispiel das polnische Verb robić und das slowakische robit. Und hier kommen wir endlich zum Kern des Wortes Arbeit, die meist von den Unterschichten früherer Gesellschaften verrichtet wurde, die oft Sklaven waren oder auch Waisen, wie der entfernte englische Cousin schon andeutet. Historisch gesehen waren Waisen oft arm und mittellos und gezwungen, niedere Arbeiten zu verrichten, genauso wie Roboter das heute tun. Also ja, ich bin weder ein Roboter noch ein Sklave und ich bin auch kein Waisenkind, das ein Erbe erhalten hat, denn glücklicherweise leben meine Eltern noch. Außerdem hat sich das Wort Arbeit im Laufe der Zeit zu einer viel allgemeineren Bedeutung entwickelt. Es bezeichnet heute jede Art von Tätigkeit, die Menschen leisten, idealerweise für Geld, sowie den Job, den ich jeden Tag mache und wahrscheinlich den Job, den viele von euch auch haben. Das ist also die Herkunftsgeschichte von Arbeit, aber leider bezahlt dieses etymologische Video keine Rechnungen. Es hat Spaß gemacht, es zu drehen, also zählt es, meiner Meinung nach, wohl nicht wirklich als Arbeit, sondern eher als Werk. Und da mein Werk jetzt abgeschlossen ist es Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Danke fürs Zuschauen.